Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und wie gewohnt präsentieren wir euch alle geplanten Kobi-Neuheiten, dieses Mal für den Dezember 2024. Des Weiteren geben wir euch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Im Dezember werden sich alle Liebhaber von 1:35 Modellen freuen, denn insgesamt 7 Sets sind geplant. Mit der Anlieferung nach Deutschland werden einige Sets aber wohl erst im neuen Jahr verfügbar sein. Limited Edition. Im Dezember wird es keine Limited Edition geben. November-Neuheiten Nachtrag. Bereits erschienen ist Ende November die Neuauflage der Messerschmitt Bf 109 Gustav. Das Modell wird aus 350 Teilen im Maßstab 1:32 gebaut. Es weist eine Nordafrika-Tarnung auf. Als Minifigur liegt vermutlich Gustav Rödel bei. Das deutsche Fliegerass war Mitglied im Jagdgeschwader 27. Kobi gibt eine UVP von 39,99 € an. Die ältere Version mit der Setnummer 5526 war 2017 erschienen. Sie besteht aus 250 Teilen und enthält die Minifigur von Hans-Joachim Marseille. Er war Mitglied im Jagdgeschwader JG 52 und konnte die meisten Abschüsse in Nordafrika erzielen. Er wurde daher auch unter dem Namen Stern von Afrika bekannt. Ihm gehörte die im Modell dargestellte Flugzeugnummer 14. Die ältere Version ist mit Aufklebern ausgestattet. Die neue wird pad-printed sein, also ausschließlich Drucke beinhalten. Nachdem mit der Limited Edition 3122 der Panzerkampfwagen 6 Tiger bereits die erste Variante des neuen 1:35 Tigers in den Vorverkauf gegangen war, folgt nun mit der Setnummer 3123 die zweite Version. Er ist für den 3. Dezember 2024 angekündigt. Der Panzer 6 Tiger Nummer 131 entstand in Zusammenarbeit mit dem The Tank Museum in Bovington. Hier ist das Originalfahrzeug mit der Turmnummer 131 ausgestellt. Die Farbgebung des Panzers wurde überarbeitet und findet sich bereits im 1:12 Modell in der Executive Edition 2801, Kobis ehemals größtem Set. Auch die Räder sind neu. Daneben finden sich in dem Set ein baubarer Motor sowie ein gedrucktes Typenschild. Die Figur eines Panzerfahrers runden das 898-teilige Set ab. Es kostet 69,99 € in der UVP. Die dritte Variante des 1:35 Tigers ist für den 4. Dezember angekündigt. Ihr erhaltet unter der Setnummer 3124 den Panzer 6 Tiger in der Ausführung E. Er wird aus 870 Teilen gebaut und weist dieselbe Turmnummer und Camouflage auf wie Kobis derzeit größtes Modell, den 2807. Da auch die 1:35 Version deutsche und französische Prints aufweist, kann mit dem kleineren Set ebenfalls der Bretagne-Panzer nachgebaut werden. Dieser steht im französischen Musée des Blindés in Saumur. Hier ist das Originalfahrzeug mit dem Spitznamen Bretagne ausgestellt, das derzeit umfassend restauriert wird. Kobi gibt eine UVP von 69,99 € an. Für den 5. Dezember ist die Neuauflage der Fokker D7 mit der Setnummer 2994 angekündigt. Sie entsteht im Maßstab 1:32 aus 255 Teilen. Eine Minifigur ist ebenfalls dabei. Kobi gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 35,99 € an. Es handelt sich um ein Update des gleichnamigen Sets aus dem Jahr 2018 mit der Setnummer 2978. Diese Version wird aus 219 Teilen gebaut. Neben einer Verbesserung der Minifigur, dem Fliegerass Rudolf Berthold, sind weitere Änderungen am Flugzeug vorgenommen worden. So wurden die Rondellen neu gestaltet, sie sind nun etwas filigraner. Daneben werden sie nun nicht mehr mit Stickern aufgeklebt, sondern werden mit Hilfe des Tampon-Druckverfahrens auf die Bauteile gebracht. Der Motor fällt in der Neuauflage etwas kleiner und kürzer aus. Damit hat sich die Länge des gebauten Modells etwas verkürzt. Des Weiteren hat die Unterseite eine neue Farbe erhalten. Daneben ist eine dritte Strebe hinzugekommen, welche die Flügel hält. Die Streben selbst sind nicht mehr schwarz, sondern blau. Am 6. Dezember erwartet uns eine weitere Neuauflage eines bekannten Flugzeugs. Die Fokker DR-1 Roter Baron bekommt ihre 4. Version. Die erste Version erschien 2020 mit der Setnummer 2974, es folgten die Standard und Limited Edition 2986 und 2985 im Jahr 2021. Alle Varianten werden im Maßstab 1:32 gebaut.
In der neuen Version baut ihr das Flugzeug aus 221 Teilen. Auch die Minifigur von Manfred von Richthofen ist erneut dabei. Dieses Mal mitsamt seinem Hund Moritz. Kobi gibt eine UVP von 34,99 € für das Set an. Die beiden Schiffe im neuen Maßstab 1:700 feiern am 11. Dezember ihre Premiere. Sie kosten beide 45,99 € in der UVP. Beide Modelle werden mit einem bedruckten Displaysockel angeboten. Die RMS Titanic ist ein Dauerbrenner im Kobi-Sortiment. Das Schwesternschiff der Britannic wurde bisher in den beiden Maßstäben 1:450, hier mit den Setnummern 1927, 1928 und 1929 sowie 1:300 umgesetzt, hier mit den beiden Sets 1918 und 1916. Die Neuauflage mit der Nummer 1680 wird aus 593 Teilen gebaut. His Majesty's Hospital Ship, abgekürzt HMHS, erscheint unter der Setnummer 1681. Die Britannic war zunächst als Passagierschiff geplant, wurde nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs jedoch als Lazarettschiff genutzt. Gekennzeichnet war das Schiff durch seinen weißen Anstrich, den grünen Längsstreifen und den roten Kreuzen. Die Britannic entsteht aus 640 Teilen. Die folgenden 5 Sets wurden erst sehr spät bekannt, was dazu führte, dass unsere Neuheiten, News, dieses Mal erst sehr spät erscheinen. Es handelt sich allesamt um Sets im Maßstab 1:35, die bereits in der mittlerweile eingestellten Company of Heroes 3 Kollektion veröffentlicht worden waren. Sie feiern nun eine Neuauflage ohne Company of Heroes 3 Lizenz. Dabei wurden die ursprünglichen Sets minimal verändert und mit zusätzlichen Prints und/oder Minifiguren erweitert. Die Ankündigungen blieben nicht ohne Kritik. Laut Aussagen von Kobi-Mitarbeitern hatten die Sets eine kurze Lebensdauer, um bereits wieder eingestellt zu werden. Außerdem handelt es sich um populäre Sets. Die anderen Sets der Company of Heroes 3 Serie werden derzeit überarbeitet und sollen im Januar 2025 ihre Premiere feiern. Die folgenden Sets sollen zwischen dem 12. und 19. Dezember veröffentlicht werden. Zwar ist uns die offizielle UVP noch nicht bekannt, wir gehen jedoch davon aus, dass es bei der alten UVP bleibt bzw. sich diese durch das Hinzukommen von Extras und Minifiguren um ca. 5 € erhöhen wird. Die unverbindliche Preisempfehlung bei den meisten Company of Heroes 3 Sets lag bei 44,99 bis 49,99. Ausnahme waren die Sets 3041 und 3047. Für den 13. Dezember ist der US Control Tower mit der Setnummer 3125 angekündigt. Es handelt sich um ein Remake des Company of Heroes 3 Sets des US Air Support Center mit der Setnummer 3042. Es wird aus 664 Teilen gebaut, 2 Minifiguren liegen bei. Die weibliche Minifigur ist Mitglied im Women's Army Corps, dem Frauenzweig der US Army. Einen Tag vor, am 12.12. erscheint der M4A1 Sherman mit der Setnummer 3126, eine Neuauflage des Sets 3044. Er wird aus 663 Teilen gebaut, eine Minifigur wurde ergänzt. Eine erweiterte Version des Panzerkampfwagen 4 Ausführung G ist mit der Setnummer 3127 angekündigt. Er besteht aus 643 Teilen. Im Vergleich zur älteren Version mit der Setnummer 3045 wurden einige Ausstattungsmerkmale ergänzt. Zum Panzerkommandanten ist ein Soldat mit Rückenprint, Waffe, Fahrrad und doppelter Kopfbedeckung hinzugekommen. Daneben ist ein historisches Stalingrad-Zeichen dabei. Er soll am 13. Dezember erscheinen. Die neue Version des Churchill Mk3 scheint identisch mit der Company of Heroes 3 Variante mit der Setnummer 3046 zu sein. Sie wird aus 668 Teilen gebaut und hat damit ein paar Teile mehr als die ältere Version. Der neue Churchill ist für den 18. Dezember angekündigt. Das besondere Highlight in diesem Set ist die Minifigur von Bernard Monty Montgomery, ein britischer Generalfeldmarschall, der zum populärsten Heerführer der britischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkriegs wurde. Die Fliese in seiner Hand zeigen die folgenden militärischen Aktionen: Operation Baytown, Operation Slapstick sowie Operation Avalanche, die Bestandteil der alliierten Invasion in Italien waren. Eine weitere Neuauflage eines Company of Heroes 3 Sets findet sich im M3 Stuart mit der Setnummer 3129. Er besteht aus 511 Teilen und damit etwas mehr als die ursprüngliche Version mit der Setnummer 3048.
Neu sind neben einer weiteren Minifigur auch Waffen sowie Prints, welche das Modell für den Einsatz in pazifischen Gebieten vorsehen. Der Stuart soll am 19.12. erscheinen. Den Abschluss im Dezember bilden 3 RAM-Modelle, welche den Beginn der neuen Lizenz bilden. Die Sets mit den Nummern 24607, 24608 und 24610 sollen am 16. und 17. Dezember erscheinen. Sie kosten jeweils 25,99 € in der UVP. Alle werden im Maßstab 1:35 gebaut. Ein rotes RAM 1500 Modell erscheint unter der Setnummer 24607. Es wird aus 183 Teilen gebaut. Die Polizeivariante des 1500er Pickups ist mit der Setnummer 24608 geplant. Sie entsteht aus 203 Teilen. Zuletzt ist ein RAM 2500 Set geplant. Es wird aus 187 Teilen gebaut. Im offiziellen Kobi-Newsletter ist der RAM 3500 Ambulance, der Krankenwagen mit der Setnummer 24609, nicht aufgeführt. Ob es sich hierbei um ein Versehen handelt, wissen wir nicht. Vorstellbar ist auch, dass der Krankenwagen zusammen mit Abschleppwagen und der Feuerwehrversion im Januar erscheint. Ausblick Januar 2025. Im Januar können wir mit mindestens einem neuen Katalog rechnen, der einige Neuheiten enthält. Bisher bekannt sind 2 neue RAM-Sets, die eines Abschleppwagens und des Feuerwehrautos. Auch die 3 VW Golf-Sets könnten im Januar ihre Premiere feiern. Daneben soll es weitere neu aufgelegte Sets aus der Company of Heroes 3 Serie geben. Die hier vorgestellten Neuerscheinungen könnt ihr natürlich auch bei uns im Onlineshop auf trendgames.de vorbestellen, hier zu einem rabattierten Preis gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Also schaut gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Zusätzlich laufen aktuell gerade noch unsere Black Weeks und enden in Kürze am Cyber Monday, dem 2. Dezember 2024. Wir sind hier mit über 200 rabattierten Sets gestartet, einige sind bereits vergriffen, wir haben aber bereits schon wieder neue nachgelegt, also schaut gerne mal rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Alle Links findet ihr natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und zum Schluss haben wir noch ein altes und ein neues Giveaway für euch. In dem Video zu den Kobi-Neuheiten für den November 2024 hattet ihr die Möglichkeit, den schweren Plattformwagen Typ SSYS mit der Setnummer 6284 zu gewinnen. Und gewonnen hat Wabenmeister. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreibe mir noch eine E-Mail an info@steini-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Und mit dieser News habt ihr die Möglichkeit, den brandneuen Panavia Tornado IDS der Italian Air Force mit der Setnummer 5894 zu gewinnen. Um teilzunehmen, seid natürlich Abonnent des Steine-Kanals hier auf YouTube, gebt diesem Video einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar mit dem Wort Cyber Monday. Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2024. Der Gewinner wird dann aus allen veröffentlichten Kommentaren mit dem Wort Cyber Monday gezogen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. So, und zum Schluss habe ich, wie immer noch, links und rechts eine Videoempfehlung für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.